2 Tage ist der Plan, aber da wusste ich noch nicht, dass wir am Abend dann schon wieder zurück sein werden. Guten Morgen! Wir sind auf Tour gestartet um 10 vor 6 und heute in besonderer Mission unterwegs. Heute ist nämlich Bird Race Tag. Das heißt, ich glaube an die 2000 Vogelbeobachter aus Deutschland fahren mit dem Fahrrad, die meisten, oder zu Fuß, beobachten einen Tag lang Vögel. Beobachten ist übertrieben, es geht nur um die Arten, welche Arten man sieht. Und da habe ich eine Liste dabei und da kann ich dann ankreuzen. Und nicht nur sehen, sondern auch hören. Wie vorher die Mönchsgrasmücke, die Spatzen, die Hausspatzen bei uns, die Amseln natürlich. Ja, also es gilt gehört oder gesehen. Und es ist sowas wie ein Wettbewerb, der mich aber jetzt gar nicht kümmert, weil es einfach schön ist, mit anderen gemeinsam durch die Lande zu fahren, durch die heimatlichen Lande zu fahren oder laufen und zu schauen, was sind alles für Vögel da. Mal an einem Tag ist es immer im Jahr. Ich nehme euch mit. Hatschi ist gerade gelaufen, jetzt ist er ein wenig zufrieden. Zu unserem, also eigentlich ist ja der Weg, besser kann man es gar nicht beschreiben. Der Weg ist das Ziel als jetzt, weil es gilt, jeden, den ich sehe, der wird abgehakt, den ich sehe oder höre. Aber ich habe natürlich auch Ziele, so zum Beispiel den ehemaligen Truppenübungsplatz bei Landshut als erstes, etwa 10 Kilometer weg. Ringeltauben, Zilpzalp, Amsel. Ich schätze mal noch so 3,5 Kilometer zum Ziel, zum ersten. Da werden wir dann frühstücken oben. Geht ziemlich steil rauf, da wird den Hatschi aussteigen lassen und alles raufschieben. Und jetzt geht es mir erst schön bergab. Wie schön, da ist eine Feldlerche, die sind so selten geworden. Ich bin abgestiegen, Hatschi ausgestiegen. Das ist der Berg. Das muss jetzt die Schiebehilfe bewältigen. Bis jetzt sieht es gut aus. Hatschi hat da ein Loch inspiziert, das irgendein Tier gegraben hat. Er ist sehr aufgeregt. Das ist ganz interessant hier. Wir sind oben, wir haben es geschafft. Es wird heller. Ah, ich höre einen Specht, einen Grünspecht. Aber wir machen jetzt erstmal Pause. Hatschi hat schon gefrühstückt. Da bei dem Teich.
Pipett rein und zuschauen. Ob ich den auch mitzählen kann? Jetzt geht's wieder runter. Erstmal zum Aussichtsturm. Hat es gerade zum Tröpfeln angefangen. Da dachte ich, wir sind eh gerade beim Aussichtsturm. Da fahre ich da ein wenig drunter. Ja, und lausche den Vogelstimmen, die sich im Moment wie Probealarm anhören. Es regnet. Da freut welche der Regen. Ach, und uns ist es eigentlich egal, hört ja wieder auf. Mitten auf dem Weg. Da nehme ich ein paar mit von den Morcheln. Mir ist nämlich vorher jemand begegnet mit dem Korb und dann habe ich so spaßhalber gesagt, gibt es schon Pilze? Da sagt er ja. Dann habe ich gesagt, Morcheln. Hat er gesagt, ja. Na und, da sind sie. Wir fahren Richtung Niedereichbach. Da begann ich mich schon zu wundern, dass ich schwerer treten muss und das Anfahren mal so schwer ging. Habe aber noch mir nichts Schlimmes gedacht. Und kurz drauf habe ich festgestellt, dass jetzt nach 19 Kilometern schon ein Strich vom Akku weg ist. Die Minze ist auch schon so hoch. Oh, bloß
ein Blatt abzupfen und riechen, unverwechselbar. Als ich dann vom Isar-Radweg auf die Straße bin, dann dachte ich mir, das gibt's doch nicht, das geht doch nicht einen Berg rauf, warum trete ich so schwer im Turbo? Es kann ja höchstens nur eine ganz leichte Steigung sein. Bin so aber bestimmt noch 2 Kilometer gefahren nach Niedereichbach und bin dann auf der Brücke abgestiegen und habe geschoben und dachte mir dann schon, oh weia, also irgendwas stimmt nicht mehr. Es fühlt sich ja, als wenn ich einen Platten hätte. Und dann habe ich nach der Brücke angehalten, wo es gut ging und habe nachgefühlt, ob irgendwo ein Platten ist. Erst auf der rechten, dann auf der linken Seite und da hätte ich mir fast die Finger verbrannt am Alu, weil der Reifen so dran geschleift hat, dass das Blech ganz heiß worden ist. Ja, dann waren auf der anderen Straßenseite war eine Feuerwehrübung. Da waren lauter Feuerwehrmänner. Dann habe ich da mal rübergeschoben und wollte eigentlich nur fragen, ob sie jemand kennen, wo ich einen Wohnwagen stehen lassen kann und nächste Woche irgendwann holen, weil so konnte ich ja nicht mehr weiterfahren. Irgendwas war kaputt und die waren so nett. Also da hat einer, so ein kräftiger Junge, der hat mit der rechten Hand einen Wohnwagen hochgehoben und mit der linken Hand am Rad gewackelt. Und dann hat man gemerkt, das ist ganz locker. Und dann hat er gemeint, ja, da ist das Lager kaputt. Und sie hätten mal angeboten, dort sogar stehen zu lassen auf dem Feuerwehrgelände, aber dann war so auch die Frage mit Schlüssel und wenn ich komme und so. Und mir war es auch lieber, bei Privat zu fragen. Und dann bin ich halt weiter und habe zweimal wo klingelt, da war niemand da. Und dann habe ich gehört, dass jemand was arbeitet in der Garage. Und dann bin ich dahin. Und dann waren die so nett, die Leute. Ich kann es euch sagen. Der hat das Rad abgenommen. Wir haben gemerkt, dass die Achse gebrochen war. Direkt an der Schraube beim Rad. Ja, da habe ich also noch Wahnsinnsglück gehabt, dass ich das rechtzeitig noch gemerkt habe, als nämlich dann der Wohnwagen zu Hause war und sie ihn durchs Tor geschoben haben, ist gänzlich gebrochen und das Rad weggeflogen. Ja, also die waren so nett, der hat den Wohnwagen auf den Anhänger geladen und hat ihn dann auch noch gebracht. Also es ist wirklich, meine Güte. Ich sage immer, das Glück liegt am Weg und die netten Menschen, die man kennenlernt, also das ist schon außergewöhnlich. Ich danke euch nochmal ganz, ganz herzlich. Mein Hans kam vorbei, hat die Sachen vom Wohnwagen geholt und uns den Jogger gebracht, dem Patschi und mir. Und dann sind wir mit dem Jogger noch die 22 Kilometer nach Hause gefahren. Ja, es war schade. Ich habe mich so gefreut auf die Kreuzstauden, habe mir gedacht, dass ich da vielleicht andere Vogelbeobachter noch kennenlerne, die auch da mitmachen bei dem Wettbewerb. Es waren ja nur noch 2, 3 Kilometer eigentlich dahin, aber ich war dann irgendwie durch den Wind und es hat auch wieder zum Regnen angefangen und der Regenschutz für den Jogger war nicht dabei. Es war dann einfach, dann hat es mich heimgezogen. Ihr versteht das vielleicht, jeder, der schon eine Panne hatte. Man ist dann irgendwie fertig. Ja, und so hat dann unser so schön begonnener Tag geendet. Da an der Innenseite ist sie abgebrochen. Heimfahrt jetzt so.